Leute, hier ist Björn von Lockpicking Nord und ich habe mir vorgenommen, heute mal ein paar von diesen Chub-Blocks zu picken oder auch erstmal versuchen zu picken. Und ich würde sagen, ich fange mal mit diesem Rundzylinder an. Das ist jetzt der absolut erste Versuch bis jetzt. Ich habe da noch nirgendwo reingefüllt. Ich weiß nicht, ob ich hier einen Schlüssel für habe. Ne, das war, glaube ich... Doch, das ist der gleiche Schlüssel wie... alles klar, wie da. Gut. Das heißt, wir haben hier einen Chub Rundzylinder, ein Rim oder wie die heißen. Mal gucken, wie ich den jetzt am besten spanne. Ich denke mal, es wäre gar nicht so verkehrt. Einfach den am besten passenden zu nehmen und dann unten spannen. Und dann mal sehen, was haben wir hier noch. Offset und Hook. Mal gucken, was uns da erwartet. Ist ein ziemlich langer Schlüssel. Wird also auch 6 oder 7 Pins haben vermutlich. Offset ist schon mal viel zu flach. Habe bis jetzt nicht so viel Feedback. Mal sehen, ob das so bleibt. Aha, ich habe ein bisschen Counter Rotation und ein leichtes Force Set, würde ich sagen. Das ist schwer zu sagen. Ja, doch. Schon ein leichteres Force Set. Ja, zu Chub-Blocks kann ich gar nichts sagen. Absolutes Neuland für uns, oder für mich auf jeden Fall. Force Set ist noch um einiges tiefer geworden. Das ist aber so schwer zu sehen an der Kamera. So in der Haltung müsste es gehen. Jo. Habe jetzt relativ gutes Feedback eigentlich. Oh, noch tiefer geworden das Force Set. Da müssen ja echt extreme Spulen drin sein oder T-Pins oder so. Ich habe keine Ahnung, ob es ein Standardschloss ist. Ich werde gleich einfach mal reingucken, wenn ich es dann aufbekommen sollte. Force Set wird immer tiefer und immer tiefer. Das war, glaube ich, ein Overset. Jetzt habe ich was verloren wieder. Force Set schon ordentlich tief jetzt. Müsste eigentlich schon fast offen sein. Fühlt sich ein bisschen an wie ein Challenge Lock. Erst war das Feedback gering und dann, aber es kann auch an extrem tiefen Spulen liegen. Das ist wirklich verdammt schwer zu sagen. Force Set ist wieder da. Das verdammt tiefe. Ich hole das aber mal ein bisschen tiefer, dichter ran. Das ist wahrscheinlich das Schönste. Ja. Das Gefühl, hier vorne muss irgendwas noch ein bisschen tiefer. Okay, hinten wieder was berührt. Gleich wieder ein hammertiefes Force Set bekommen. Jetzt habe ich irgendwas hinten gesetzt und gleich wieder ganz viel verloren. Wechselt sich hier ab, resettet immer relativ schnell wieder. Sollte vielleicht auch mal auf einen anderen Hook wechseln, auf einen etwas tieferen. Ich glaube, das könnte schon die Lösung sein. Mal sehen, was haben wir hier? Ja, der könnte schon gehen. Ist ein bisschen dünn vielleicht. Okay, habe jetzt wieder einiges resettet. Verdammt.
Faucet ist fast komplett weg jetzt. Muss also wieder von vorne anfangen. Extremes Faucet hier. Echt heftig, was man da für einen Kernkipp immer hat. Okay, noch einen berührt. Noch tieferes Faucet. Auch da nochmal einen tieferen Hook. Etwas stärkeren. Okay. Verdammt tiefes Faucet. An welchem hängt es denn jetzt? Es ist immer tiefer und immer tiefer. Das muss doch eigentlich schon fast offen sein. Gefühlt auf jeden Fall. Aufpassen, dass mir der Spanner nicht rausrutscht. Ich vielleicht doch lieber am Schraubstock spannen sollen. Oder picken. Gar nicht mal so einfach. Ja, Wahnsinn. Es ist der Wahnsinn. Wo hängt er denn? Wo hängt er denn? Jetzt haben wir es. Schweiß am Kopf. Da wollen wir mal reingucken. Schraubenzieher. Erstmal Hook. Set. Erstmal ein bisschen Platz machen. Pinning Tray. Auch haben. Mal ein bisschen rauszoomen hier. Gut, wir müssen es jetzt ja erstmal vor allen Dingen hier rausbekommen. Aus dem Zylinder müssen wir das? Nö, eigentlich gar nicht mal. Ich nehme es einfach mal raus. Tut eigentlich nicht nötig, aber ist ja doch ein bisschen schöner dann, das Ganze zu zerlegen wahrscheinlich. So. Oh, doch nicht schöner. Na gut, die Feder habe ich gleich gefangen. Ach so ist das. Ach so ist das, sage ich dazu, ne? Hier springen mich gleich die Federn an, das heißt, da ist gar keine Kappe drauf. Ich werde wohl doch so zerlegen müssen. Das ist ja abgefahren. Sowas habe ich ja noch nie gesehen, dass sich das hier so selbst zerlegt. Gut, dann lieber wieder auf Nummer sicher gehen. Zusammenbauen. Das ist ja krass. Oh, warte mal. Die Schrauben saßen die da unten oder da oben drin? Gute Frage. Ich glaube, die saßen hier unten. Die anderen müssten ja für die Türbefestigung dann sein. Die großen. So. Also, dann brauchen wir einmal den Kollegen hier. Ziehen wir mal den Splint raus. Dann brauchen wir einmal die richtige Richtung und vielleicht ein Core-Shim. Besser ist das bei der Counter-Rotation, die ich da hatte. Wäre das wahrscheinlich fatal, da keinen Core-Shim zu benutzen.
ist ja fast gar kein Platz. Hier ist ja fast gar kein Platz. Vielleicht liegt es aber auch an mir. Bewegungslegasthenie oder so. Jetzt kommt er. Super. So. Das ging ja schon mal sauber. Jetzt haben wir hier einen 2, 4, 6 Pinner. Alter Schwede, jetzt verstehe ich das. Guckt euch das mal an hier. Da ist so eine Art Aufweitung. Kein Countermilling, sondern einfach nur eine Pinloch-Vergrößerung quasi drin. Das heißt, das hat uns diese tiefen Forsets gegeben. War schon ziemlich effektiv. Ist natürlich in dem Sinne uneffektiv, dass es hier das Feedback extrem gut macht. Also man kann viel spüren, was passiert. Aber wenn man jetzt kein erfahrener Picker ist, dann kann man das schon mal leicht übersetzen, beziehungsweise auch leicht wieder was verlieren. Würde ich mal vermuten. Ist wahrscheinlich wieder total Blödsinn, was ich hier sage, aber für mich macht es gerade Sinn. So, unten haben wir in Nummer 1 eine hammerscharfe Spule. Ich drehe die mal gleich so rum, wie sie drin war. In 2 ebenfalls eine hammerscharfe Spule. In 3 scharfe Spule. In 4 ist ein Standard, okay. Deswegen muss ich den zuerst setzen und habe immer wieder da die tiefen Forsets bekommen, wenn ich den wieder nachgesetzt habe. Und da kommt wieder ein Standard als allerletztes. Federn sind alle gleich lang. Kupfer würde ich sagen. Ja, sieht krass aus. Ich hole das mal ein bisschen dichter ran hier für euch. Guckt euch mal diese verdammt scharfen Spulen an. Ja, die Driver sind alle bis auf den 4. und 6. Spulen und die Keypins sind alle Standard. Haben sogar teilweise eine leichte Phase oben. Sah erst ein bisschen aus wie T-Pin. Oh, sah erst aus wie ein bisschen T-Pin, aber das sind einfach nur ganz leichte Phasungen, damit das Schloss besser läuft. Können wir gleich mal gucken, wie effizient das Ganze war von der Aufteilung. Aber ich vermute mal, die sind alle effizient, weil nur hier nur ein langer Pin drin ist und da ist auch noch ein Standard Driver gegenüber. Das heißt, das ist sogar genau richtig gemacht. Die sind alle sehr effektiv, die Spulen, und sehr scharf. Wenn man da jetzt noch unterhalb dieser Aufweitung ein kleines Countermelling oder eine Acceleration setzen würde, also so eine ganz scharfe Nut, dann wäre dieses Schloss richtig übel, also wirklich übel. Ja, cool, hat Spaß gebracht zu picken. Noch nie einen Chub-Block vorher gepickt. Das heißt, absolute Weltpremiere für mich. Ich werde es jetzt mal wieder zusammenbauen und mich dann mal an die anderen hier machen vielleicht. Vielleicht habe ich heute noch ein bisschen mehr Glück. So, ich hoffe, es hat gefallen. Danke dir, Patrick, für dieses coole Schloss. Ich hoffe, ich bekomme es wieder alles so zusammen, wie es gehört. Deine Schätze sollen ja auch noch ein paar andere Leute erreichen. So, bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.